und herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute geht es bei uns um das Thema Interior Design Trends. Wir sind heute bei einem Immobilienbüro, das wir umgestalten durften und haben dort flashige Trends eingesetzt. Es geht um Farbe, um Material, um Muster, um Tapete. Das seht ihr heute. Bleibt bis zum Ende dran, damit ihr seht, wie ihr zeitlos diese Trends bei euch zu Hause umsetzen könnt. Welche Trends gibt es in der Inneneinrichtung? Ganz klar das Thema Farbe. Ganz unterschiedlich und jede Saison gefühlt irgendwie gibt es eine andere neue Trendfarbe. Dann Materialien, also eingesetzte Materialien im Raum, Bodenbeläge oder Möbel beispielsweise. Und der letzte Punkt ist die Formensprache, also sprich die Form der Möbel, der Leuchten und so weiter. So, was sind jetzt konkret die Trends für die nächsten paar Saisons? Also erstens Thema Farbe, da sind wir bei den Beerentönen. Das heißt, alles von Brombeere bis Himbeere sind wir mit dabei und bei den Grüntönen haben wir eher so einen Salbei-Mooston und goldene Akzente, Messingakzente, etwas Bronziertes. Das sind die Trends bei den Farben. Bei den Materialien bewegen wir uns in der Marmorrichtung. Wir haben dunkle Hölzer, Messing und natürlich das Thema Textil. Da sind wir sehr, sehr stark auch in den Naturtönen unterwegs. Uns ging es darum, auch hier wieder einen Wohlfühlcharakter reinzubringen und natürlich ein bisschen im Trend zu arbeiten. Das heißt, wir haben Beerentöne verwendet, die im Moment sehr, sehr stark im Trend sind und das Thema Tapete. Mit dieser Tapete schaffen wir eine Tiefenwirkung im Raum und haben natürlich auch ein schönes Ambiente. Durch diesen Goldfaktor reflektiert das Licht, der Raum wird größer und wohnlicher und natürlich super elegant. Also wichtig bei dieser Gestaltung ist, dass wir die Detailtöne wieder in der großen Wandgestaltung aufnehmen, damit das Ganze sozusagen ein ganzes Bild wird. Dann haben wir noch die Detailfarbe auch wieder in anderen kleinen Accessoires weiter verwendet. Trends in der Beleuchtung finden wir bei warmen Leuchten mit viel Messinganteil. Wir haben Tischleuchten mit rauchigem Glas und auch hier mit beerenfarbigen Schirmen. Materialtrends, die wir noch beachtet haben, ist zum Beispiel das Nussbaum, sehr warmes, angenehmes Holz und natürlich Messing. Ohne Messing geht im Moment gerade gar nichts, haben wir im Logo und eben auch im Tresen verwendet. Jetzt kennt ihr die Trends, jetzt geht es natürlich darum, wie könnt ihr diese Trends bei euch zu Hause zeitlos umsetzen. Also, erster Punkt ist, schaut, dass die Akzentfarben nur eben als Akzente eingesetzt werden. Das heißt, die Basis, der Großteil der Möbel sollte in neutralen Tönen gestaltet sein. Zum Beispiel in Taupe, in Beige, in Grech, in unseren Lieblingsfarben. Da seid ihr sehr zeitlos unterwegs und ihr könnt wirklich saisonal bzw. trendgebunden eure Dekoration ändern. So. Das können wir jetzt machen über Kissen zum Beispiel, über Vasen oder wenn ihr etwas mutiger seid, vielleicht sogar über Leuchtenschirme. Somit bekommt ihr immer wieder ein neues Highlight und ihr könnt die Trends bei euch zu Hause umsetzen. Wenn ihr jetzt ein bisschen mutiger seid und auch schon in die Wandgestaltung gehen möchtet, dann rate ich euch auch wieder, lasst die Möbel, die großen Teile der Einrichtung in neutralen Tönen. So müsst ihr nicht die komplette Einrichtung ändern, wenn euch einmal die Wandfarbe nicht mehr gefällt. So, da streicht ihr einfach um und ihr könnt mit dem nächsten Trend an der Wandfarbe mitgehen. Wenn es sich jetzt bei der Wandfarbe nicht unbedingt um den Wohnraum handelt, die ihr gestalten wolltet, sondern beispielsweise den Flur oder das Gäste-WC, da könnt ihr natürlich mutiger sein. Warum? Da haltet ihr euch in der Regel nicht so lange auf und wenn man sich nicht so lange in einem Raum aufhält, sieht man sich auch nicht so schnell satt. So, das heißt, ihr könnt ein quietschiges Gäste-WC gestalten in einem wunderbaren Beerenton, die komplette Wandgestaltung in dieser Farbe zum Beispiel. Oder auch den Flur einmal in so einem schönen dunklen Grün gestalten, warum nicht? Worauf achte ich noch, wenn ich Trends einsetze? Beispielsweise bei Tapeten, wir haben ja diese Marmortapete oder diese Marmorstrukturtapete bei dem Büro eingesetzt. Die dürfte auch relativ langlebig sein, weil es sich um Naturstrukturen, Materialien und Farben handelt. Also es gibt diesen natürlichen grünen Marmor
Das heißt, auch hier kennt sozusagen das Auge das Grün aus der Natur und sieht sich dadurch nicht so schnell satt. Also nochmal kurz zusammengefasst, wie setzen wir Trends um? Also erstens, eventuell nur in Akzenten. Die Basis bleibt immer ruhig. Dann haben wir die Gestaltung der Wände. Auch hier bleibt die Basis ruhig. Das heißt Möbel, Böden, große Teile wie Teppiche und Vorhänge. Dann in Räumen, die wir nicht so häufig benutzen, können wir ein bisschen mehr Gas geben. Also in WCs, Fluren, vielleicht sogar im Arbeitszimmer, wenn ihr da nicht so häufig seid. Und wenn ihr Dinge aus der Natur aufnehmt, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass diese Dinge etwas länger zu sehen sind bei euch in eurem Zuhause. Noch einmal kurz möchte ich auf die Basisfarben eingehen, die wir verwendet haben. Dafür habe ich diese kleine Materialcollage für euch vorbereitet. Hier sehen wir auf der einen Seite die Basismaterialien, die ich eingesetzt habe, also für große Polstermöbel, für Vorhänge, für Stühle und eben auch für Einbaumöbel, die wir hier in diesem hellen Bereich haben. Und die Akzente kommen lediglich über Bezugsstoffe für Kissen, für Sessel, für Leuchten und für Vasen. Und natürlich noch unsere Highlightwand am Eingang. Wenn euch das Thema Gestalten mit Farben weiter interessiert, im Anschluss gibt es dazu ein Video, wie ihr mit warmen Farben umgeht und wie ihr diese kombiniert. Vielen Dank, dass ihr mit mir bis zum Ende geschaut habt. Bitte liked dieses Video, teilt es mit euren Freunden. Bis bald, eure Monika.